Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich zeige euch heute das Damenmatt. Das Damenmatt gehört zu den elementaren Mattführungen. Das muss jeder können, das müsst ihr auch können. Es ist aber auch sehr einfach zu erlernen und auch sehr einfach durchzuführen. In ungefähr 9 Zügen kann man aus jeder beliebigen Stellung das Matt herbeiführen. Ich zeige euch den Weg, den ich am besten finde zum Lernen, der einfach leicht zu lernen ist, der sehr verständlich ist zu lernen. Und es gibt andere Methoden, die sind dann schneller, aber das ist nicht so entscheidend, ob ihr jetzt in 8 Zügen Matt setzt oder 9 oder in 10. Hauptsache, ihr habt einen Weg, der funktioniert und der immer funktioniert und der auch funktioniert, wenn ihr unter Druck seid und im Stress seid. Weil wenn ihr mal nur 1 Minute noch auf der Uhr habt oder auch nur eine halbe und ihr müsst den Gegner noch matt setzen, dann werdet ihr sehen, da könnt ihr nicht lange überlegen, oh, wenn ich jetzt da entziehe, dann ist es Matt in 7, dann ist es Matt in 8. Nein, Quatsch. Ihr braucht einen sicheren Weg und wenn ihr ans Ziel kommt, ist das gut. Das Matt ist nur am Rand möglich. Das heißt, ihr müsst den König an Rand drängen, ihn dort fesseln, dann den König nachführen und Matt setzen. Wir fangen mal mit einem einfachen Beispiel an. Hier steht der König schon an einem Rand. Wenn der König in der Mitte steht, dann muss man sich überlegen, wohin möchte ich ihn drängen. Hier ist es ganz einfach, weil er steht schon am Rand. Das heißt, ich muss ihn jetzt mit der Dame bloß am Rand fesseln. Und jetzt kann der König nur noch in diesen roten Feldern hin und her laufen. Und die Idee ist, dass wir jetzt einfach die Dame lassen wir da stehen. Die tut nichts mehr. Die hat erstmal ihren Job erledigt. Und jetzt führen wir den König nach. Und der schwarze König kann nur hin und her. Und jetzt haben wir ein Matt in 1. Und das ist das typische Mattbild vom Damenmatt. Ihr habt gesehen, das ist sehr einfach. Das heißt, die meisten geben da auf. Wenn sie jetzt hier schwarz spielen, gehen sie auf. Ich würde euch empfehlen, spielt es immer mal zu Ende. Spielt es, wenn ihr es verteidigt, versucht immer in die Mitte zu laufen. Und wenn das nicht klappt, versucht euch in die Ecke zu stellen. Vielleicht setzt euch Patt. Also wisst ihr, ob der andere das wirklich beherrscht? Spielt es einfach mal. Das übt mit beiden Seiten. Und wenn ihr mal irgendwann so fortgeschritten seid und wisst, dass euer Gegner auch gut ist, ja, dann gebt eben auf oder der andere gibt auf. Aber bis dahin würde ich es immer mal spielen, das übt. Und wenn man in der Situation es noch schafft, als Schwarzer ein Patte zu kriegen, also das ist das schönste Remis, das man schaffen kann. Also wenn man da das noch hinkriegt, das ist eine tolle Sache. Jetzt machen wir es mal ein bisschen schwieriger. Jetzt steht der König in der Mitte. Da will er hin. Der will möglichst irgendwo hier in der Mitte irgendwie immer im Kreis laufen. Wie kriegen wir den König an den Rand? Das schafft tatsächlich die Dame alleine. Und die einfachste Methode ist, dass wir uns immer auf den Springerabstand stellen. Das heißt, der Springerabstand zum König wäre hier, hier, hier. Dass wir uns auf eins dieser Felder stellen. Wenn wir uns dahin stellen, muss der König immer zum Rand. So, zack, stehen wir auf dem Springerabstand. Ihr seht, die Dame schneidet die Diagonale weg. Sie kerkert den König ein, der kann hier nicht mehr rüber. Der ist gefangen, das ist ein Gefängnis. Und er muss jetzt entweder nach links oder nach oben. Und sobald er das macht, stellen wir uns einfach wieder auf den Springerabstand. Immer Springerabstand. Er muss schon irgendwo hin. Gehen wir hinterher. Die Dame kann ihn allein an den Rand drängen. Und jetzt hat er nur noch Randfelder übrig. Und jetzt geht er an den Rand. Und das ist ein Trick, den ihr machen könnt als Schwarzer in dieser Situation. Oder wenn ihr verteidigt. Lasst euch zur Ecke hindrängen und stellt euch dann in die Ecke. Wenn er jetzt nämlich sagt, Springerabstand, und
zieht ihr es einfach wieder in den Springerabstand, dann ist das ein Putt. Dann habt ihr einen Putt geschafft. Wie cool wäre das, hier noch gegen die Dame das Putt zu schaffen. Genauso, das wäre auch ein Putt. Das heißt, ihr drängt ihn immer mit dem Springerabstand an den Rand und wenn er an dem Rand ist, dann fesselt ihr ihn an den Rand. Der steht jetzt in der Ecke, das heißt, ihr könnt ihn entweder so fesseln, dass er da nicht mehr rauskommt, oder ihr könntet ihn auch hier fesseln. Also könnt die Reihe abschneiden oder die Linie abschneiden, wie auch immer. Aber merkt euch immer, vom König wegzuziehen. Versucht immer wegzuziehen vom König. Das heißt, jetzt habt ihr weggezogen vom König und dadurch gibt es keinen Putt. Dadurch hat er noch genug Felder. Genauso gut könntet ihr auch so. Und dann ist er hier gefangen und kann nur noch auf den roten Feldern hin und her ziehen. Zack, ist er gefesselt. Und die Idee jetzt ist einfach, jetzt braucht ihr nur noch den König ranführen, zu Matt setzen. So funktioniert das Damenmatt. Die Dame kann mit dem Springerabstand den König allein an den Rand drängen. Wenn er an dem Rand ist, fesselt ihr ihn am Rand, zieht aber immer weg vom König, damit ihr keinen Putt setzt. Und dann lasst ihr die Dame da stehen und führt nur den König nach und setzt dann Matt. So ist ein typisches Mattbild. Was ich auch hier für euch vorbereitet habe, ist eine Übung, die ihr machen könnt. Da könnt ihr selber gegen den Computer mal dieses Matt ausprobieren, ob ihr es schafft. Und wir können es ja einfach mal zusammen machen, wenn der Computer zieht. Zieht nicht. Moment. Warum ziehst du nicht? Geh nochmal zurück. Übung. Übe mit dem Computer. Weiß. So. Computer zieht nicht. Das ist schade. Dann machen wir die Engine an und lassen die Engine den Zug einfach machen. So, ich stehe jetzt schon auf dem Springerabstand, das heißt, ich kann einfach mal einen Wartezug mit dem König machen. Wenn er jetzt irgendwie hier sowas macht, habt ihr natürlich jetzt nicht so direkt einen Springerabstand, aber ihr könnt ja einfach so das Gefängnis kleiner machen. Könnt ihr wieder mit dem König ziehen. Springerabstand. Jetzt muss er an den Rand. Wir fesseln ihn am Rand. Jetzt kann er nur noch hin und her laufen. Und wir setzen ihn matt. Ihr seht, das waren jetzt 10 Züge. Natürlich geht das schneller. Aber mit diesem Motiv Springerabstand geht es einfach am besten. Aus meiner Sicht. So. Das war das Damenmatt. Ein Matt, das sehr häufig vorkommt. Ein Matt, das ihr beherrschen müsst. Es ist aber auch ein relativ leichtes Matt. Also ich glaube, ich habe euch nicht überfordert, oder? Gut, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.